So Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist ja nicht so weit. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich mir für eine Scheiße vorgenommen habe, hier das zum Laufen zu bekommen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe die Elgato heute bekommen und dachte mir, Alter, ich muss jetzt Pokémon Mystery Dungeon Retter Team Deluxe aufnehmen. Und naja, ich sitze gerade auf mein Kabel, das ist gerade gar nicht gut. So. Also, ja, ich habe meine Webcam an, aber die ist unter dem Teil, unter der Bildaufnahme. Ich werde auch nicht jetzt zeigen, also ich werde das hier jetzt auch nicht mit Webcam spielen, ich werde es kurz deaktivieren. So. Und werde dann auch das deaktivieren. So. Ups, nein, das habe ich gebraucht. So, das brauche ich. Ähm, Was für Medienquelle? Weg mit Medienquelle. So. Also auf jeden Fall, ja, was kann ich sagen? Das ist einfach, wie schon gesagt, der größte Mist, den ich hier habe. Wie ich hier sitze, mein Laptop liegt auf dem Boden. Er steht auf dem Boden. Ich mache mein Mikro mal ein kleines bisschen leiser. So, so sollte es immer noch funktionieren. So, Mikro liegt auf dem Boden. Mikro, genau. Laptop liegt auf dem Boden. Ich sitze direkt daneben auf dem Boden. Ähm, Um Ton zu bekommen, musste ich Kopfhörer, also kleine Kopfhörer, an den Fernseher anschließen, um den Sound zu hören. Darüber habe ich mein Headset, um hier mein Mikrofon aufzunehmen, weil ich gar kein Tischmikrofon oder was weiß ich habe, sondern ich habe ein Headset. Und das nehme ich über OBS auf. Warum nehme ich es nicht über das Elgato Game Capture Programm auf? Ja, das Teil zieht FPS wie sonst was. Mit dem Teil habe ich vielleicht 30 FPS, vielleicht 20. Hier, volle 60 FPS mit OBS. Also, Elgato, ich entschuldige mich vielmals, aber euer Programm, es taugt mir einfach nichts. Deswegen OBS. Und deswegen habe ich auch so große Probleme gehabt jetzt mit dem Sound. Aber ich habe es jetzt geschafft und nach circa 2 Stunden äh, Installationszeit und versuchen, wie ich das hinbekomme, hat sich mein Controller gerade ausgeschaltet. Warum fällt sich mein Controller immer aus? Ich meine, Akku habe ich doch, ne? Ups. Ja, ist voll. Ich habe keine Ahnung, was der will. Der disconnectet sich immer. Muss ich hier zum Empfänger oder was? So, egal. Hauptsache, ich hab's. Ich höre den Sound und ich kann beim Laptop das gucken. Wir spielen Pokémon Mystery Dungeon Deluxe und es ist ein Update. Jetzt ist das Update verfügbar. Es fixt ja nur einen Bug, ne? Den ich nicht ausnutzen werde. Also, sorry. Mit meinem Account bitte, weil mein kleiner Bruder hat das schon angefangen. So. Dann möchte ich hier bitte noch Vollbildmodus anmachen. Kann ich nicht komplett Vollbildmodus machen? Ups. Ähm, ähm. Das sieht besser aus, aber... Oh Gott, nein, das sieht jetzt nur noch schlechter aus. Wait. Ah, nee, ich dachte, es war... Okay. Wait, ich muss ganz kurz was einstellen bei mir. Das seht ihr nicht, das sehe nur ich. Okay, natürlich sehe ich... Wait, könnt ihr eigentlich alles sehen? Ja, das liegt nur... Okay. Ähm, Kann ich nicht... Teil... Ne? Ah, doch, kann ich. Gut. Habe ich. Spiel auf Deutsch.
Ja, ich möchte auf Deutsch spielen. Dankeschön. Oh Gott, Leute, für das, was ich für euch durchmache, ich hoffe, äh, das findet ihr wunderbar. Äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es geht los. Oh Gott, ich muss mich richtig aufsetzen. Nein! Sound! Nein! Ist der rechte Kopfhörer bei mir rausgefallen? Nein, eigentlich nicht. Oh Gott, kurzer Moment. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich hört ihr das jetzt doppelt. Hallo, der rechte Kopfhörer will nicht mehr. Ich habe den rechten Kopfhörer rausgehauen. What the fuck? Ich höre nur noch auf einer Seite etwas. Ah, wait. So, jetzt. Es war nicht komplett drin. So, okay. Neues Spiel. Ey, wie schon gesagt, das ist echt zum Kotzen, was ich hier mache. Herzlich willkommen. Dies ist das Portal, das in die Welt der Pokémon führt. Endlich! Ich habe nur Ewigkeiten herumgebastelt. Endlich kann es losgehen. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Das Spiel ist übrigens blind, keine Spoiler. Ich werde übrigens wahrscheinlich hier die Kommentare einzeln überprüfen lassen, weil ich möchte keine Spoiler. Bist du bereit? Ich habe mich ein klein wenig zum Spiel spoilern lassen, also ich weiß ein wenig, was mich erwarten wird, in Anführungsstrichen. Damit meine ich jetzt einfach, ich weiß zum Beispiel, dass man Shiny-Pokémon finden kann. Das ist zuerst. Dann zweitens ist mir der Animationsstil ein bisschen bekannt geworden, allein durch hier das Tutorial, nicht Tutorial, durch den Trailer. Ich weiß ein paar Items, die auftauchen werden. Und ich habe im Allgemeinen schon Mystery Dungeon Rot gespielt. Zwar nicht komplett, aber ich weiß im Allgemeinen, worum es dort geht. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gut. Dann lasst uns anfangen. Das Pokémon, das ich dort bekommen werde, ich werde es wahrscheinlich nicht nehmen. Du befindest dich an einer Weggabelung. Rechts soll sich ein Schatz befinden. In welche Richtung gehst du? Rechts ist ein Schatz. Steuere ich direkt auf den Schatz zu? Ich habe keine Ahnung, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist schon recht gefährlich, ne? Ich würde sagen, ich riskiere es nicht und gehe nach links. Ich meine, Schatz schön und gut, aber ich bleib lieber auf der sicheren Seite. Sagen andere dir manchmal, dass du zu unhöflich bist? Also, ich muss ganz im Ernst sagen, ich denke eher nicht. Ich bin wirklich eine der nettesten Personen, die ich hier kenne. Also, ich vermute mal, jeder sagt, ich bin sehr nett und ich würde deswegen sagen, nein. Ich habe keine Ahnung, ob der Sound so laut ist. Deswegen, ich würde sagen, es tut mir leid, ich werde ganz kurz die Aufnahme überprüfen. Nur um euch hier, ja, dann das Beste zu liefern. Also, ich bin gleich wieder da, tut mir leid. Ich werde ganz kurz hier meinen Fernseher muten. So, und dann werde ich kurz. Also, bis gleich. So.
Das müsste jetzt wieder aufnehmen. Ja, es nimmt wieder auf. Ja, willkommen zurück. Ich habe mir das ganz kurz angesehen und ich muss sagen, die Soundqualität, die verblüfft mich. Ich bin beeindruckt. Also, vor dir steht ein Eimer, in dem du Wasser füllen musst. Wie viel gibst du hinein? Ich fülle den Eimer komplett. Ich fülle den Eimer zur Hälfte. Ich gebe nur einen Tropfen Wasser hinein. Ich würde sagen, warum soll ich nur einen Tropfen Wasser reinmachen? Hört sich so an, als würde mein Arbeitgeber sagen, so, du musst jetzt mal den Eimer füllen und das transportierst du dann. Und dann meine ich, wissen Sie was? Sie können mich mal. Zack, mach nur einen Tropfen rein und... Oder wie muss das jetzt verstehen? Wenn ich den Eimer komplett fülle, dann wird er wahrscheinlich zu schwer und ich verschütte Wasser. Ich würde sagen, ich fülle den Eimer zur Hälfte. Ich habe Zeit. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich habe, aber ich nehme an, ich habe Zeit. Deswegen, ja. Und das ist nicht so schwer und ich verschütte kein Wasser. Spielst du anderen gerne Streiche? Ich bin ganz ehrlich, ich hasse Streiche. Ich mag das überhaupt nicht. Also, und, ne, ich habe hier auch meine Elgato. Direkt neben mir. Ich sitze so eingepfercht in der Ecke rum. Das ist echt unglaublich. Nein, ich spiele anderen keine Streiche. Ich finde Streiche gemein. Ich finde, die sind nicht wirklich zum Lachen. Naja, kommt drauf an. Und ich finde es einfach nicht schön. Also, nein. Musst du oft gähnen? Das kommt auf den Tag an und auf die Situation. Wenn ich schlecht geschlafen habe, ja. Wenn mir komplett langweilig ist, ich habe keine Ahnung, was ich zu tun habe, was ich machen möchte, und ich sitze einfach nur da und denke nach, dann würde ich sagen, ja. Aber sonst im Allgemeinen muss ich nicht oft gähnen. Also situationsbedingt, und ich würde sagen, ich bin eigentlich auch recht aktiv, also nein. Magst du lahme Wortspiele, nur über die viele nur müde lachen? Wortspiele im Allgemeinen? Nein. Aber es gibt so Witze, die wirklich... man muss die wirklich nicht komplett aussprechen, die Witze. Einfach nur einen Teil des Witzes sagen und das kann einen von fertig machen. Ich habe das Telefon nicht hier, ne? Wenn das Telefon klingelt, ich höre es nicht. Ich würde sagen, nein. Also, lahme Wortspiele überhaupt nicht. Es findet ein Sommerfestival statt. Magst du solche Feste? Sommerfestival... Also wir haben in unserer Stadt ein Straßenfest. Und ich nehme sowas gerne als Sommerfestival an. Ich gehe nicht so gerne zu Sommerfesten, also zum Straßenfest. Hin und wieder mal meine ich, okay, ich kann mal durch die Stadt laufen, kann mir das ansehen, kann mal ein bisschen dort bleiben. Im Allgemeinen nein, aber sonst habe ich nicht so wirklich was dagegen, ne? Ich würde sagen, ja. Also ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der so mehr die Öffentlichkeit mag. Ich bleibe lieber gerne zu Hause. Einfach weil ich das nicht anders kann, weil als introverte Person ist das nicht einfach, komplett in die Öffentlichkeit zu gehen und so weiter und so fort. Ach, und übrigens, falls ihr ein Tutorial braucht, wie ich das gemacht habe, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte nicht, dass ihr durch denselben Mist gehen müsst, wie ich das tun musste. Ich würde sagen, Sommerfestival gerne. Wenn ich kann. Fühlst du dich einsam, wenn du allein bist?
Introvert, wie ich schon gesagt habe, ne? Es ist für uns normal, dass wir uns einsam fühlen, wenn man allein ist. Dann ist es aber auch so, wenn du jemanden bei dir hast, dann denkst du dir nach einer Zeit, kann ich bitte wieder alleine sein, ne? Wir möchten allein sein, möchten aber nicht allein sein. Ich würde sagen, ja, ich fühle mich einsam. Ich meine, auch jetzt, ne? Das ist schrecklich. Ich habe den Speicher angeguckt, den das hier verbraucht. Und heilige. 9 Minuten haben jetzt über 1 Gigabyte verbraucht. Fast 10 Minuten. Sorry für Schluckauf. Das heißt, dass circa 10 Minuten 1 Gigabyte 200 Megabyte auffressen. Heißt, wenn ich eine halbe Stunde Part mache, frisst es mir 4 Gigabyte weg. 5. Wo ich ganz im Ernst sagen muss, das ist verdammt wenig. Weil ich nehme andere Spiele auf. 30 Minuten. Ach, weißt du was? 10 Gigabyte weg. 10, 20 Gigabyte weg. Und ich denke mir, nein, bitte nicht. Ich möchte gerne als Junge spielen. Ich habe mir schon überlegt, welche Pokémon ich nehme. Und ich muss ganz im Ernst sagen, ich wollte einen weiblichen Partner haben, aber glaub mir, meine Stimme ist so tief, ich bekomme keine weibliche Stimme hin. Komm, komm, komm. Du scheinst der ausgeglichene Typ zu sein. Was ist das unten links? Was ist das? Also... Ah, Maschollo. Evoli ist rechts daneben. Was ist das andere? Ah, Shigi. Eniko, Mauzi. Was ist das rechts? Tragosso? Es gibt Tragosso! Yo! Bisasam, Flemly, Glumanda, Endivie, Anton, Feurigel, Kanimani, Pikachu, Hydropi und Gekabor. Du stehst Fremden, die Sorgen haben, mit Rat und Tat zur Seite. Das ist korrekt. Streitereien kannst du nicht ausstehen. Ist auch korrekt. Du bist eine warmherzige Person, die sich gerne um andere kümmert. Das ist sehr korrekt. Viele deiner Freunde blicken zu dir auf. Welche Freunde? Welche Freunde? Aber du bist auch ein wenig leichtgläubig. Manchmal ja. Und ein wenig sorglos. Manchmal ja. Und manchmal mischst du dich in Sachen ein, die dich nichts angehen. Ich meine, manchmal ist das wirklich so, aber ich habe keine andere Wahl, habe ich so das Gefühl. Vielleicht solltest du diese Aspekte mal unter die Lupe nehmen. Ich meine, ich sagte, es ist alles korrekt. Ist okay. Ein ausgeglichener Typ wie du ist sicher. Hydropi. In diesem Abenteuer wirst du ein Hydropi sein. Ich kann jetzt schon nicht mehr lesen. Hydropi sein. Gefällt dir das Pokémon? Wie schon gesagt, ich habe mir schon überlegt, was es werden möchte und Hydropi, ich entschuldige mich vielmals, du bist es leider nicht. Welches Pokémon möchtest du sein? Und nein, ich werde kein Tragosso nehmen, weil ich wusste nicht mal, dass es den dort gibt. Nein, ich werde kein Mascholo nehmen und nein, ich werde kein Pikachu nehmen. Ja, Glumanda. Mein kleiner Boy, ich habe dich schon seit der ersten Generation als Starter als erstes genommen. Ich mag dich über alles. Und deswegen wirst du mein Partner sein. Nicht mein Partner. Ich werde Glumanda sein. In diesem Abenteuer wirst du ein Glumanda sein. Gefällt dir das Pokémon? Ja. Mit Drachenwut, was weiß ich. Jetzt fehlt nur noch eines. Wer soll dein Partner sein? Wähle das Pokémon, das du zum Partner haben möchtest. Welches Pokémon soll dein Partner sein? Also, auch dazu habe ich mir Gedanken gemacht.
es wird kein Wasser-Pokémon, es wird kein Pflanzen-Pokémon, es wird nicht Ineko, es wird nicht Pikachu, es wird nicht Marshmallow, es wird nicht Mauzi. Heißt, es bleibt nur Evoli. Ja, warum das... Dazu muss ich eine kurze Story geben. Und zwar, ja, ich habe das schon erwähnt mit dem Introvert sein und dass ich sehr oft einsam bin und so. Und ich bin manchmal in so eine Art Depressionsphase gewesen. Und es gab wirklich so Momente, wo ich einfach nur gehofft habe und einfach nur den Traum hatte, dass Pokémon real sind. Und naja, Evoli war an meiner Seite und naja, in Gedanken, ja. Und als ich damals in der Schule war, ich bin ganz ehrlich, ich habe fast angefangen zu heulen. Ich war so tief traurig, hatte echt so in Gedanken, ne, wäre Evoli doch jetzt nur bei mir. Ich bin fast in Tränen zusammengebrochen. So, aber das ist noch nicht alles so. Das war erst der Anfang. Dann, nach einer Zeit habe ich einfach so überlegt gehabt, wie wäre es eigentlich, wenn alle Menschen ein Pokémon hätten? Wie würde das Leben aussehen? Ja, und dann hatte ich einfach so eine Fantasiewelt in meinem Kopf und in dieser Fantasiewelt habe ich mit zwei Evolis zusammengelebt und wir haben einfach einen normalen Alltag gehabt. Und ich fand das wunderschön. Das hat mich happy gemacht. Diese Fantasiewelt hat mich dazu motiviert, weiterzumachen. Einfach nicht aufzugeben. Und ja, diese zwei Evolis hatten auch Namen. Wie schon gesagt, das weibliche Evoli ist eigentlich so das mir mehr ans Herz gewachsen ist, weil dazu gibt es auch so einen kleinen Nebenaspekt. Das männliche Evoli hat eigentlich meinen kleinen Bruder gehört gehabt, aber ja, es gab so ein paar Probleme. Und das weibliche Evoli hat mir gehört gehabt und nach einer Zeit wurde mir das männliche Evoli überlassen. Und nun ja, ich laber hier schon zu lange rum. Evoli sollte ich auf deinem Abenteuer begleiten? Ja. Soll dein Partner ein Junge oder ein Mädchen sein? Wie schon gesagt, gerne Mädchen, aber meine Stimme, glaubt mir, nach einem Part wäre Schluss und ich wäre sowas von tot auf dem Boden. Also es tut mir leid, aber Junge. Ich werde das dann noch ein zweites Mal spielen, offscreen, und werde das Evoli weiblich machen, einfach nur um, ja. Wahrscheinlich werde ich auch ein Evoli ja, rekrutieren und werde das dann gucken, ob es weiblich ist und werde es dann nach meinem zweiten Partner in meiner Fantasiewelt benennen. Wenn ihr gerne hier ein Pokémon werden wollt, dann schreibt mal einen Kommentar und ich suche mir den schönsten Kommentar aus und werde euch dann benennen. Klar, ist mein allererstes Video zu dem neuen Kanal. Ja, ihr habt nicht mal eine Ahnung, wer ich bin. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Obwohl, vielleicht habe ich schon ein Kanal-Intro gemacht, vielleicht aber auch nicht. Ich bin der Ruenko. Naja, ich bin ein Teil von Ruenko vom Kanal, denn ja, es gibt noch eine zweite Person, die den Kanal mit mir leitet. Aber das ist einfach mal so ein Projekt, das ich allein mache. Vielleicht kennt ihr mich vom alten Kanal Heiko Games. Jetzt sind ich und Rosenator, der zweite Kanalbetreiber, auf den Kanal Ruenko umgestiegen. Und wir werden auch hin und wieder mal Let's Play Togethers machen. Aber er hat zeitliche Probleme, deswegen, ja. Ja, Evoli.
möchte ich mitnehmen. Wer ist dein Partner? Das ist der liebe Nico. Ja. Sehr schön. Diese beiden Pokémon sollen es also werden. Warte, wie heiß ist der Laptop? Gar nicht. Das überlastet den Null. Ja. Okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Und dann habe ich mich übrigens noch ein wenig spoilern lassen, ob es die Entwicklungsstufen gibt, die über Generation 3 hinausgehen. Also Magnezone, Skorgro, Felinara, etc. Und ja, das gibt es. Und ich weiß auch, zu was ich mein Evoli später entwickeln werde. Aber das ist noch... Das kann noch dauern. Viel Spaß. Bevor es hier storymäßig weitergeht, ich hoffe, dass ich kann dann hier das selber machen, den Text. Ja, okay. Ich werde das Spiel, ihr glaubt es jetzt wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich habt ihr es schon im Titel gesehen. Oder in der Videobeschreibung, wie auch immer. Ich werde das Spiel zu 100% spielen. Heißt, alle Pokémon rekrutieren. Alle Shinies, auch offscreen. Ich werde die offscreen suchen. Weil glaubt mir, ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, bis ich einen Shiny finde. Shinies. Wahrscheinlich gibt es besondere Schätze, wie in Super Mystery Dungeon. Das werde ich machen. Alle Dungeon werde ich gespielt haben. Und. Ich muss gucken, was ich alles machen kann. Wo bin ich? Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Welche Stimme soll ich Nico geben? Welche Stimme hatte er? Er hatte eine... Ich meine, Evolis könnten männlicher klingen, Evolis könnten nicht so männlich klingen. Ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Falls ihr meine Evoli-Stimme nicht mögt, es tut mir leid. Ich bin kein Stimmenakrobat. Ich kann nicht das machen, was ich machen möchte. Entschuldige. Hallo. Bitte, wach auf. Komm schon, mach die Augen auf. Endlich bist du aufgewacht. Juhu. Wo bin ich? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Ich bin Nico. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist? Ich habe dich ja noch nie gesehen. Mhm. Also, eine Sache. Ein Punkt, den ich jetzt schon ansprechen muss. POV. Boy. Ne? First Person. What? First Person Perspective. Das flasht mich gerade. Und was kann ich zu der Textur sagen? Die Charaktere sehen ein wenig verstofflicht aus. Also irgendwie so wie Plüschtiere, wenn ich ganz ehrlich bin. Und der Hintergrund alles wie eine Zeichnung. Und ich muss sagen, es gibt Leute, die sich darüber beschwert haben, über das Artwork und dachten sich, ist das jetzt ein Scherz? Wir bekommen ein Switch-Spiel und das ist das, was ihr uns gebt? Du meinst, du bist ein Mensch? Auf mich wirkst du eher wie ein... Glumanda. Oh, das Face. Hm? Oh, oh, wie süß! Oh Gott! Das Spiel macht mich jetzt schon fertig.
das stimmt. Ich bin ja wirklich ein Glumanda. Aber wie? Und warum? Ich kann mich an nichts erinnern. Du bist ja seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ich heiße... Also, ich muss sagen, diese kurze Animation, die war schon einfach genug, um mir jetzt schon zu zeigen, das Spiel wird einfach nur wunderbar. Ich bin mehr ein Fan von... Alter, ne, das Steuerkreuz. Ich komme damit nicht klar. Ich bin eigentlich mehr ein Fan von Erkundungsteam Zeit, Dunkelheit, Himmel. Aber die Retter-Team-Spiele sind auch nicht schlecht. Nur, was mich damals gestört hat an Erkundungsteam Rot, das Menü. Das Spiel war so langsam, deswegen wollte ich es einfach nicht weiterspielen. Ja, ich bin der Heiko. Hm? Ist Heiko richtig? Ja. Oh, da ist der Heiko? Hm. Der Name klingt lustig. Ja, danke für Nico. Dankeschön. So hilft mir doch jemand. Oh, ruft da jemand um Hilfe? Ist etwas passiert? Es ist fürchterlich. Mein Hobby ist in eine Höhle gefallen. Mein Name ist Baby. Was? Eine riesige Erdspalte hat sich aufgetan und mein Hobby ist hineingefallen. Er ist noch zu jung, um selbst hinauszukrabbeln. Als ich helfen wollte, wurde ich plötzlich von anderen Pokémon angegriffen. Wie bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Vielleicht hat die Erdspalte sie in Panik versetzt. Sie waren sehr aufgebracht. Ich bin zu schwach, um es mit vielen Pokémon aufzunehmen. Was wird jetzt nur aus meinem Baby? Oh, was soll ich tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihm helfen. Ja, komm Nico, packen wir das. Kleinhain U1, diese Grafik. Nanu, ist das hier etwa ein mysteriöser Dungeon? Ja, tatsächlich, das ist einer. Mysteriöse Dungeons sind wahrlich mysteriöse Orte. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jedes Mal, wenn man sie besucht, ändert sich ihr Aufbau. Und die Items, die man dort findet, ändern sich auch jedes Mal. Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. Suchen wir erstmal nach einer Treppe. Oh, eins noch. Smetbo meinte, es sei von den wilden Pokémon hier angegriffen worden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, müssen wir kämpfen. Geben wir unser Bestes, Heiko. Bewege dich fort, indem du den linken Stick in eine beliebige Richtung neigst. Alternativ kannst du auch mit Hilfe vom Steuerkreuz laufen. Der Steuerkreuz, das D-Pad, muss sagen, vom Nintendo Switch Pro Controller. Ja, nicht so sexy. Okay. So erst einmal. Wie sie das hier geregelt haben vom ganzen Menüzeugs, etc. Weil eigentlich sonst die Markenanzeige würde man nur sehen, wenn man ins Menü geht. Die KP würde wirklich nur durch einen Balken angezeigt werden. Also ich spreche jetzt vom Rettungsteam Rot. Und ja. Die Ebenen würde man oben sehen. Also wirklich ganz anders als hier. Und jetzt beim DS-Teil, dort würde das so aufgeteilt werden zwischen oberen und unteren Bildschirm. Wie auch bei Super Mystery Dungeon. Und deswegen war ich mir unsicher, wie das hier so geregelt wird. Ah! Was kann ich hier denn machen? Hier kann ich die Schnellmenüs machen. Ah! Also ich habe jetzt die ZR-Taste gedrückt gehalten. Und kann dann dadurch hier ins Menü gehen, ins Schnellauswahlmenü. Und kann dann hier alles angucken. Teaminfo. Ich kann Drachenfut, Funkenflug, Biss und Kratzer. Und Nico kann Biss, Deckel, Sternschauer und Ruckzucki. Ich habe die Fähigkeit. Also ich habe mehr Angriff als Spezialangriff. Obwohl nein, ich habe es ausgeglichen.
Initiative ist wieder vorhanden, was ein paar aufregen wird, weil Initiative wert ist die Genauigkeit im Mystery Dungeon Spiel. Drachenwut. Funkenflug, ups. Funkenflug. Ne, ich komme noch nicht so ganz klar mit der Steuerung, sorry. Biss und Kratzer. Funkenflug, Meisterschaden, aber wenigstens AP, ne? Aber da sieht man, Reichweite 4 Felder in Blickrichtung. Das kann über Ecken gehen. Das kann nur, ja, wenn der Gegner vor dir steht und das auch. Ah, das zeigt auch das Symbol an, ne? Das über Ecken-Symbol, das mit dem Pfeil dort, rechts neben dem Attackennamen. Dann Fähigkeit Großbrand. Statusveränderung habe ich keine. Und Nico. Angriff, Spezialangriff auch ausgeglichen. Ruckzuckhieb. Erreicht bis zu 2 Felder. Das trifft immer Sternschauer. Hat die Fähigkeit Anpassung, womit es nochmal den Normaltyp Angriff boostet. Joa, ich werde hier erstmal ein bisschen gucken, ne? Durch ZL können wir auf unsere Attacken zugreifen. Auf L kann man nichts machen, auf R kann man, so wie immer, auf R. Und auf L können wir rotieren. Auf X können wir ins Menü. Auf B können wir Schnellzugriff auf unsere Tasche. Wir haben noch kein Item. Teaminfo, ja, das konnte ich ja alles im Schnellzugriff machen. Attackeneinstellungen können wir einstellen, was möchten wir aktiv haben. Was soll das Pokémon bei uns einsetzen. Boden, was gerade auf dem Boden liegt. Umsehen ist auch sehr, sehr nützlich. Das Feature mag ich auch immer noch sehr. Einfach, wenn man das gerade nicht sieht, was auf der Ebene zu sich geht. Und bei Einstellungen möchte ich kurz etwas machen. Und zwar möchte ich das Tempo auf schnell machen. Dungeon-Karte. Lass sie auf groß erstmal. Ich gucke dann mal, wie das gemacht wird. Also, wie ich das dann ändere, ne? Drücke A, um anzugreifen. Das greift dann automatisch mit einer mit der sehr effektiven Attacke an. Yep. Und das muss ich sagen, ist nett, aber es ist nicht das, was mir so wirklich gefällt. Kann man dort sonst noch? Dort nicht. Anleitung, Schlüsselbegriffe, Dungeon-Status. Kann ich nicht Tasteneinstellungen machen? Bei Einstellung 2 vielleicht? Zielausrichtung. Aus. Das möchte ich selber machen. Heil-Items automatisch verwenden. Lass ich mal an. Priorität bei automatischer Fortbewegung. Mach ich mal. Ist es das Taktikgedöns? Ich lasse trotzdem mal Items erstmal an. Bla bla bla. Okay. Ja. Man kann eigentlich auch einstellen, wie die Tasten dann hier funktionieren. Aber ja. Und dann können wir natürlich noch unser Pokémon verschieben. Ne? Konnte man damals auch. Man sieht auch, ne, wie das so abgehakt aussieht. Da können wir jetzt entweder selber aussuchen oder wir machen einfach auf A und das macht automatisch hier eine sehr effektive Attacke. Ich werde ganz im Ernst, ich gucke, wie man das ausstellen kann. Ich werde das persönlich normal so machen, weil ganz im Ernst, es wäre sonst viel zu einfach für mich.
Yes. Zack. Dann sieht man auch hier, wie so eine kleine Sprechblase über dem Kopf ist und das Textprotokoll ist jetzt unten rechts. Sieht man auch, wo die Erfahrungspunkte gezeigt werden, vielleicht? Ne, das ist irgendwie so abgehakt. Die Bewegung. Kleinhain U2. Lesen der Karte. Ich bin der gelbe Punkt mit, Streiter in grün, Items in blau, Gegnerische Pokémon rot, Treppen weiß. Ja, was halte ich vom Dungeon Design? Sieht ganz schick aus. Sieht ganz nett aus. Muss mich noch ein wenig daran gewöhnen. Da ist auch so, ja, das sieht jetzt mehr so, so Art Knetdesign, also so als hätte man es mit Knete gemacht. Und, und ja, die Musik ist ganz nett. Ups, ich muss hier. Ja. Funkenflug. Boom. DP steht über meinem Kopf. Okay. Poke ist die Währung dieser Welt. Du kannst sie benutzen, um einzukaufen. Poke brauchen wir hier viel, weil ich weiß auch, dass man hier die Partnerareale kaufen muss. So wie im Originalen. Ist ein Pokémon eine Sinelbeere, werden seine KP regeneriert. Um eine Sinelbeere zu essen, musst du mit X das Menü öffnen und in der Tasche eine auswählen. Ich werde den Part noch machen, bis ich den Dungeon abgeschlossen habe. Der ist sehr kurz, deswegen, ja. Drücke L, um die automatische Fortbewegung zu aktivieren. Ach, dann kann ich... Ah, nee, I. Boah, nee. Bin ich ganz ehrlich. Das ist bisher das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Ja, ich habe jetzt aus Versehen einfach A gedrückt. Also, das muss ich echt sagen, nee. Das mag ich gar nicht. Und wahrscheinlich seht ihr auch einen anderen Farbkontrast, als ich das sehe. Naja, auf meinem Fernseher ist das irgendwie anders. Vielleicht aber auch, weil ich die Schärfe dort umgestellt habe. Aber okay. Ups. Ja, ja, ist okay. Funkenflug. Boom. Top-Ether. Und hier gibt es den Top-Ether. Wo ich mir dachte... Top-Ether. Im Ernst jetzt? Dann muss man extra viele Top-Ether mitnehmen, nur um Attacken nochmal mehrmals hier aufzufüllen. Es füllt nicht alles auf. Dass man dem Charakter, dem Protagonisten jetzt auch so kleine Sprechblasen gegeben hat, ist zwar nett, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich mag. Dann... ja. Alter, ich muss mal... Kann ich die Tasteneinstellungen irgendwo ändern? Das wäre sehr nett. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Sorry. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Oh, ich bin schon fertig, ne? Ich bin schon durch. Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Huch. Deine Mami... Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Yippie! Heiko hat den Rettungsauftrag im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Muss ich mich jetzt im Ernst gegen die Wand lehnen? Mein Baby ist gerettet. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, das war doch selbstverständlich. Wir leben in gefährlichen Zeiten. All die Beben und Erdspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist, dass dein Kleiner unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt ihr mir zumindest euren Namen. Ich heiße Nico. Und das ist Heiko. Ja, hallo. Was geht?
Also die Zusatzanimation, ich finde die wunderbar. Die Textboxen sehen auch wunderschön aus. Ich finde das Spiel bisher wunderbar. Oh, wow. Er, er sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen. Ist mir ja fast schon ein bisschen peinlich. Aber irgendwie ist das auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, gibt einem ein gutes Gefühl. Eine Sache, die ich noch fragen muss. Das ist mal die Frage des Parts. Woher wissen die Menschen, die sich in Pokémon verwandeln, erstens, wie sie ihre Attacken einsetzen und zweitens, wie sie sich überhaupt fortbewegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich als ein Glumanda genauso fortbewegt, wie man das als Mensch macht. Oder wenn man jetzt plötzlich 4 Beine hat, wie können die plötzlich einfach so laufen, als wär's nichts? Einfach, ach ja, das konnte ich schon. Vielen Dank, Nico und Heiko. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Du hast das Item Mini-Belebersamen erhalten. Sie sind zurück. Du hast das Item Pürsivbeere erhalten. Und 500 Poke. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja, tschüssi, Smetbo. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark. Ich bin wirklich beeindruckt. Und? Was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Nicht wirklich, ne? Du weißt nicht, wo du schlafen sollst? Ich bin als Mensch aufgewacht. Komm, Leute, wir suchen uns einen Stein und legen uns daneben. In der Nacht wird es zwar kalt, wir könnten von wilden Horndews angegriffen werden. Es könnte ein Carpador aus dem Wasser springen, könnte uns nass machen und dann könnten wir sterben, da unser Flammenschweif ausgehen würde, aber alles okay, ne? Na, wenn du eine Bleibe suchst, folge mir. Ich hoffe, euch gefällt meine Stimme zur Evoli. Mir ist es nicht so wirklich besser eingefallen. So, da wären wir. Wow! Ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Ich bin zwar ein Mensch, aber mir gefällt's hier. Deutsch! Und falls mal mein Deutsch aufsetzt, es tut mir leid. Ja. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber trotzdem ist Deutsch für mich eine Katastrophe. Aber ich fühle mich unmenschlich wohl. Was? Sorry, ich hab's geskippt. Ist möglicherweise so ein Pokémon-Instinkt. Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Dann bitte, bitte Game Freak, bitte Spike Chunsoft, habt ihr es animiert? Nein! Ich wollte das so gerne sehen. Ist ja auch egal, ich bin glücklich. Dieses Sparkling, was ich bei mir habe, ne? Vielleicht hängt das auch mit meiner Verwandlung in einen Glumanda zusammen. Na, Heiko, du bist ganz schön beeindruckt, was? Ich wusste, dass es dir hier gefällt. Dieser Ort ist wie für dich gemacht. Ich war mir ganz sicher, dass es dir hier gefallen würde. Dies ist ein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Da fällt mir ein. Erinnerst du dich noch an die Erdspalte, in die Raupe gefallen ist? Das ist vielleicht 1-2 Minuten her, aber nee, sorry, ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. In letzter Zeit häufen sich Naturkatastrophen wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Ich möchte den Pokémon in diesen schweren Zeiten helfen. Ich möchte dafür sorgen, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Daher, mir hat gefallen, wie du mir bei der Rettung von Raupi geholfen hast. Hast du nicht Lust, mit mir ein Rettungsteam zu gründen? Wir haben das Zeug dazu, das beste Team der Welt zu werden. Was sagst du? Natürlich. Evoli liebe ich schon so über alles und dann noch das Beste. Ich mach mit. Boom. Perfekt, dann wären wir uns ja einig. Von nun an sind wir Partner, Heiko. Schön, dich dabei zu haben.
Ein Teamname fehlt noch. Mir fällt aber keiner ein. Also Heiko, wie würdest du unser Team, Retterteam nennen? Flauschi! Oh, Flauschi. Ach, wenn das MOP spielen würde, er würde sich über den Teamnamen freuen. Aber würde leider auch traurige Flashbacks zu seinem Pokémon Schwarz 2 Nuzlocke Let's Play bekommen. Wie nenne ich meinen Teamname? Ich hatte zwei verschiedene... Nein, das mag ich nicht. Ich hatte gerade einen dritten. Einen dritten Gedanken. Und zwar hatte ich eine Gilde in Summoners War. Ja, ich spiele immer noch Summoners War. Falls dort Summoners War Spieler sind, meldet euch im Kommentarbereich. Schreibt einen Kommentar, ja, ich spiele Summoners War. Und vielleicht können wir eine Gilde zusammen machen. Meine Gilde hieß SEV Kommando. SEV steht für Schienenersatzverkehr. Und ja, wir waren das Schienenersatzverkehr Kommando. Und das lief wunderbar. Aber dann gab es Streit in der Gilde und dann hat sich die Gilde aufgelöst. Ja. Entweder tendiere ich zu Team Shooting Star oder Team Rising Sun. Die aufgehende Sonne, die einfach für die Hoffnung steht, Frieden zu bringen. Das finde ich wunderbar. Rising Sun. Ich mach's extra zusammen, ne? Kann ich das eigentlich auch als mit Leerzeichen oder wär's... Ich kann das mit Leerzeichen machen. Nein! Leerzeichen rein. So, Rising Sun. Ja. Team Rising Sun. Das klingt ja super. Ein schöner Name. Passt perfekt zu uns. Da wäre noch was. Das hier habe ich für den Tag aufgehoben, an dem ich ein Retterteam gründe. Und ich habe gleich 2 davon. Da können wir beide eins tragen. Heiko bindet sich das Halstuch um, das er von Nico erhalten hat. Game Freak. Spike Toonsoft. Warum? Warum keine Animation? Ihr zeigt, wie Glumanda, ne, sich umguckt, ne, seinen Körper anguckt. Bisschen. Ich habe jetzt einen Schweif, bla bla. Aber ihr könnt keine Animation reinbringen, wie ich mir ein Halstuch umbinde. Ja. Woher kennen wir diese Halstücher? Pokémon Super Mystery Dungeon meldet sich zurück. Finde ich das so besser bei Evoli, dass es so nach vorne geht? Ich find's okay. Oh, klasse. Heiko, das steht dir echt gut. Jetzt sind wir auch wirklich wie ein Team aus. Retterteam Rising Sun ist bereit. Morgen machen wir uns an die Arbeit. Hurra! Yay! Und so begann die gemeinsame Karriere von Heiko und Nico. Und so beginnt langsam auch der Ende des Parts, der wahrscheinlich schon 1 Stunde lang ist, weil ich so lang hier, mich beschwert habe, etc. und alles erklärt habe. Aber es ist sowas von egal. Als Retterteam. Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam Deluxe. Ich bin so hyped. Und Leute, ich bin so froh, dass ich mit euch das Abenteuer bestreiten kann. Ich hätte wirklich die Alternative gehabt, hier das Spiel offscreen zu spielen. Und dann, wenn ich die Elgato nach einer Zeit hätte, oder halt wirklich das Potenzial hätte, das Spiel aufzunehmen, dann nicht mehr die Möglichkeit hätte, das mit euch blind zu spielen. Ich wollte es mit euch blind erleben. Ich möchte das wirklich live mit
ja, festhalten. Deswegen bitte nochmal großen Lob an mich, dass ich das wirklich so lange durchgestanden habe. Ich hätte wirklich jederzeit meinen können, nee, ist mir jetzt egal, ich hab das halt nicht, ich spiele das jetzt so und wenn ich es dann hab, dann spiele ich es halt nicht mehr blind. Aber ich habe gewartet und ja, es sieht so schick aus. Hm, alles unverändert. Ich sehe immer noch wie ein Glomanda aus. Doch, warum wurde ich zu einem Pokémon? Hm, ich verstehe das nicht. Ach ja, dieses Pokémon. Ich glaube, es ist Nico, oder? Wir hatten beschlossen, gemeinsam ein Retterteam zu bilden. Was Nico wohl gerade macht? Ich sollte mal rausgehen und nachschauen. Aber das erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch doch sehr gefallen. Ich bin ganz ehrlich, mein Haus sieht wunderbar aus. Ich sehe leichte, also, ne, dass es nicht komplett 60 FPS ist. Es sind wahrscheinlich 55 bis 58 FPS, dass ich so sehe. Aber ich hoffe, es macht euch nichts aus. Denn ich finde, das ist trotzdem sehr, sehr gut. Weil ich spiele das auf einem Acer Laptop mit einem Intel Core i7, 8. Generation, mit einer GeForce GTX, nicht GeForce GTX, mit einer GeForce MX 250. Ja, das ist also das Beste, was man machen kann. Vielleicht sieht es auch nur bei OBS so ein bisschen verzögert aus. Ich muss das mal überprüfen. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte supportet es doch. Wie kann ich speichern? Ich möchte speichern. Ich kann nicht speichern. Ich kann nicht speichern. Ah doch, speichern und zurück zum Startmenü. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ja, wir sehen. Spielzeit 51 Minuten und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Also, bitte schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Und bitte Feedback und sonstige Gedanken in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns. Bis dann.